Weißt du, wie viele Klamotten man für 7 Tage braucht? Ja, eine Unterhose, ein paar Socken und ein T-Shirt. Keine Hose, weil Hosen werden überbewertet. Cheers. Sollte man täglich Dungeons machen mit Level 70 und wenn ja, welche? Kannst du nur einen machen, NVDefts. Also Hard Dungeons und wenn du Hard Dungeons machst, dann mach NVDefts. Wegen Pets. Aber wie gesagt, also wenn du wirklich Dungeons farmen willst, auf Level 70 hast du nur eine Option. Reborn Dungeons Hard. Und da du da hauptsächlich nur Geld mit Pets machst, lohnt sich nur Envy, weil in den anderen beiden Dungeons kriegst du nur ultra die Low-Level-Pets, die nichts wert sind. Also du bist quasi gezwungen, Envy zu machen, hast eigentlich gar keine Wahl. Zumindest hast du keine Wahl, wenn es sich lohnen soll. Also wenn du auch actually Geld damit verdienen willst, dann musst du Envy machen. Wenn du einfach nur Just for the Lords Dungeon Runs machen willst, dann kannst du machen, was du willst. Aber wenn du Kohle verdienen willst, dann Envy. Wenn mein Handy kaputt ist, gehe ich in den Stadtpark im Sommer, gucke, wo sich Leute sonnen, die eingeschlafen sind und klaue ihnen deren Handys. Ich meine, was? Hold up. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, begeht ein Verbrechen wegen 3K. Ich glaube, du warst noch nie in der Hood. Woran erkennt man ein reiches Münchner Rich Girl? War noch nie in der Hood. In der Hood wirst du für einen 20 abgestochen. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Da wirst du wegen einem Red Bull abgestochen. Was glaubst du, was die mit dir machen wegen 3K? Das Einzige, was Cashen vermittelt oder bringt oder keine Ahnung, mit sich bringt, ist halt, dass du das Gefühl hast, dass du Anspruch oder du hast verdient, etwas Gewisses zu haben und wenn du es dann nicht bekommst, bist du sauer. Und da Flife ja pures Glücksspiel ist, je höher man upgradet, je mehr man upgradet, desto krasser wird das Glücksspiel, weil die Wahrscheinlichkeiten bei hohen Upgrades sind extrem niedrig. Und entsprechend kann halt alles Mögliche passieren. Und ob du gecached hast oder nicht, ist das glauben zwar manche Leute, aber es ist dem Spiel tatsächlich scheißegal, ob du gecached hast oder nicht. Das ist einfach eine Wahrscheinlichkeit. Und da kann grundsätzlich theoretisch alles passieren. Natürlich, wenn du 30% Wahrscheinlichkeit hast, wird es zwangsläufig nach ein paar Versuchen klappen. Aber je niedriger die Wahrscheinlichkeit, desto mehr Möglichkeiten gibt es, was passieren kann. Und was auch die Erwartungswerte angeht und so. Und du hast halt einfach kein Anrecht darauf. Und wenn du 5000 A-Projects irgendwo reinballerst oder 5000 S-Project oder was auch immer, hast du immer noch keinen Anspruch oder kein Anrecht darauf, dass das dann plus irgendwas wird. Aber das Problem ist, wenn man gecached hat, hat man irgendwann das Gefühl, dass man es verdient hat oder so. Aber man hat es ja genauso wenig verdient oder genauso viel verdient wie jemand, der nicht gecached hat. Und das ist halt, glaube ich, genau das Problem. Warum man dann so unglücklich wird. Weil man eben das Gefühl hat, dass man halt verarscht wird, beziehungsweise dass man halt, wie gesagt, ein Anrecht darauf hat, weil man sich sozusagen gekauft hat. Und ja, wenn es dann halt nicht funktioniert, dann ist man nicht glücklich darüber. Und deswegen ist mein Tipp, lieber gar nicht cashen, beziehungsweise wenn man schon casht, dann halt klug. Klüger als ich damals. Und klug cashen heißt vor allem nicht upgraden, sondern sein Cash möglichst nur für Quality of Life. Sowas wie CS-Pad und so. Gut, lohnt sich jetzt auch nicht unbedingt, wenn man genau drüber nachdenkt, aber wenn du jetzt neu anfängst und keinen Bock hast, erstmal zu resellen, nur um CS-Pad zu haben, dann kaufst du dir halt einfach eins. Ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Zum Beispiel schnelles Fluggerät und so weiter. Aber alles, was irgendwie mit Glücksspiel, mit Wahrscheinlichkeiten und sonst was zu tun hat, würde ich immer die Pfoten von lassen, weil da kann man sich eigentlich nur die Hände verbrennen. Natürlich kann man auch Glück haben, aber meistens hat man das, wenn dann nur ein-, zweimal. Irgendwann lässt jede Glückssträhne nach und dann ist es kacke. Und ich kann nur sagen, mir hat das Spiel, nachdem ich aufgehört habe zu cashen, also nicht nur Flive Universe, sondern auch Flive PC, deutlich mehr Spaß gemacht. Also auch alles, was man erreicht hat, oder alles, was ich erreicht hatte, nachdem ich aufgehört habe zu cashen, hat sich viel, wie sagt man, viel mehr verdient angefühlt. Also da hat es sich dann wirklich so angefühlt, als hätte ich es verdient, weil ich habe es geschafft, ohne dafür zu cashen. Und ich halt wusste, selbst wenn ich gecasht hätte, wäre es nicht garantiert gewesen, dies und jenes zu schaffen. Hätte auch schief gehen können.
Aber ja. Lohnt es sich ein F-Pad zu kaufen, um die Daily im Pass machen zu können? Ach, mit Use Pad Grace. Ich habe letztens ein F-Pad für 300k gesehen. Also wenn du es richtig günstig bekommst, würde ich sagen, ja. Weil du kannst es ja dann auch einfach aufheben bis zum nächsten Battle Pass. Oder halt machst es jeden Tag, kaufst dann einen Pet Candy und kannst es ja hochleveln, das Pet. Weil wenn du ein Pet hochlevelst mit Candies, wird es ja im besten Fall zu einem besseren Pet als... Also, ich meine, selbst wenn es 1-1-1-1-1-1 geht, ist es immer noch ein Reroll-Pet. Also immer das Wert, was ein Reroll-Pet wert ist. Und wenn es tatsächlich sogar gute Stats bekommt, das geht nicht 1-1, sondern 1-2. Und danach geht es nicht nur 1-2-1, sondern 1-2-1-2 oder 1-2-3 oder was auch immer. Dann ist es ja sogar mehr wert, als du dafür ausgegeben hast. Also, yes! Kann man machen. Was? Legendary Golden Axe auf Wind plus 10 geupgradet? Red Money! Red Money! Da hat jemand gerade einen dicken, fetten Batzen Geld in den Müll geschmissen. Da hat jemand gerade einen dicken, fetten Stack 2 Milliarden Penya in den verdammten Mülleimer geschmissen. Damn. Style, beste Investition. Also, vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen, Tauli, aber ich heiße Spielestyler und ich sage, obwohl ich Style im Namen habe, dass das Geldverschwendung ist. So. Komm schon, Bloody Stick. Wow, absolut gar nichts. Also literally absolut nichts. Einfach ein Schlag ins Gesicht. Ja, komm schon. Komm schon. Gib uns einen dicken Drop. Oder halt einfach absolut gar nichts. Oder halt einfach absolut nichts. Ey, weißt du was, Mann? Gib uns einfach absolut gar nichts. Okay. Danke für absolut gar nichts, Chat. Oh mein Gott, ich habe einen Ohrring nicht angezogen. Danke für absolut gar nichts, Chat. Na, ist Bescheid gesagt. Wow. Na, das hat sich ja mal wieder gelohnt. Drop-Event für'n Arsch. Für'n Arsch. Entschuldigung. Bin kurz verrückt geworden wegen den schlechten Drops. Die Indigo, wie läuft's? Ja. Als hätte mir jemand einen fetten Haufen Scheiße auf den Schreibtisch gesetzt. Und bei dir? Wie läuft's bei dir so? Im 1v1-Leveln ist eigentlich immer Ass Indigo. Selbst mit krassem Equipment. Also 1v1-Leveln macht mir persönlich eigentlich nur Spaß, wenn du wirklich Monster one-shottest. Maximal two-shottest, dann ist es 1v1-Leveln geil. Ansonsten ist es kacke. Also, Drop Numero Uno ist 1 Trente plus 1. Oh mein Gott, no way. Oh, das tut weh, Alter. Ey, die Bosse in den letzten paar Tagen hauen schon wieder richtig heftig in die Magengrube. Dann CW. Oh mein Gott, no way. Ein Single Drop. Alter, es ist kein Event, wo 20% Droprate läuft. Das kannst du mir nicht erzählen. Nie im Leben. Intiret plus 1, Dexion plus 1, You in deinen Boots. Ein bisschen besser, aber auch nur ein Zweier-Drop. Also 1-1-2 haben wir jetzt. Und Trommelwirbel. Okay, Triple Drop, let's go.
Triple Drop, 3 Einser. Also in letzter Zeit ist es immer der Knight, der die guten Drops kriegt, Alter. Was geht ab? 147, let's go. Also meistens spiele ich so noch ein Level up.